Hauptstadt Berlin, Stadt der Politik, Stadt der Macht, Stadt der Geschichte. Ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswohin. Und heute bin ich in Berlin. Für Touristen ist Berlin mit Sicherheit eine der interessantesten Städte. Was gibt's hier nicht alles zu sehen? Da wäre der Reichstag und das Brandenburger Tor. Was hat sich hier nicht alles schon für Geschichte abgespielt? Aber da gibt's noch viel mehr. Es gibt den Alexanderplatz mit dem hohen Fernsehturm und es gibt das Rote Rathaus, Sitz des regierenden Bürgermeisters. Unter den Linden in der Nähe des Brandenburger Tors steht das Hotel Adlon. Was sind hier schon für Leute abgestiegen? Was haben sich hier für Geschichten abgespielt? Die Nikolaikirche, sie spielte eine wichtige Rolle 1989. Mitten durch Berlin, da fließt die Spree. Wichtige Bauwerke stehen hier, auch das Bundeskanzleramt. Die Straße unter den Linden, die sollte jeder mal lang gegangen sein. Der Funkturm, drumherum das Messegelände. Und das Nikolaiviertel, dieser wieder aufgebaute Bezirk. Herrlich, dieses Viertel anzuschauen. Natürlich gehört auch das zu Berlin. Die S- und U-Bahnen mit ihren Bahnhöfen. Berlin hat natürlich auch weniger schöne Plätze. Und hier gibt es Massen von Baustellen. Das Tolle für Touristen ist, dass es so viele originale Sachen hier noch gibt, die man sich anschauen kann. Zu den Highlights gehören sicherlich das Brandenburger Tor, die Reste der Mauer und eigentlich das Highlight Nummer 1 aus der jüngeren Geschichte, der Checkpoint Charlie, jener Übergang vom Westberlin nach Ostberlin. Er bestand zwischen 1961 und 1990 und verband den sowjetischen mit dem US-amerikanischen Sektor. Das Original-Wachhäuschen zieht hier täglich tausende Touristen an. Doch halt, es ist nicht das Original-Wachhäuschen. Das ist nämlich nur eine Nachbildung, die 2000 hier aufgestellt wurde. Eine Nachbildung der ersten Kontrollbaracke. Wer die sehen will, muss anderswohin fahren. Nämlich nach Berlin-Zehlendorf. Hier befindet sich an der Klee-Allee das Alliiertenmuseum. Das ist ziemlich weit außerhalb des Stadtzentrums. Wir sind mit dem Bus hierher gefahren. Hier befand sich das Hauptquartier, das Headquarter der Amerikaner. Hier war übrigens auch der Rundfunksender AFN untergebracht. Hier war auch das Wohnviertel der Amerikaner, das Parkviertel Dahlem. Ja, und dann schauen wir mal rein ins Museum, das aus 2 Gebäuden und einer Freifläche besteht. Das hier, das ist die Originalfassade des ersten Wachhäuschens vom Checkpoint Charlie. Diese Holzbaracke wurde wenige Monate nach dem Mauerbau an der Friedrichstraße errichtet. Sie stand viele Jahre lang hier und sie ist bekannt durch die Panzerkonfrontation, als sich die amerikanischen und die russischen Panzer im Oktober 1961 gegenübergestanden haben. Das war damals weltweit in vielen Fernsehsendungen zu sehen. Jo, und dieses Schild kennt ihr mit Sicherheit auch aus vielen Fernsehfilmen. Gehen wir mal aufs Freigelände, da gibt es nämlich noch einen Checkpoint Charlie. Das hier ist das Wachhäuschen, das 1986 bis 1990 am Checkpoint Charlie stand. Was steht hier? Die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges hatten das Recht, sich ungehindert in allen 4 Sektoren von Berlin zu bewegen. Mit dem Bau der Berliner Mauer blieb den Westmächten nur noch die Friedrichstraße als einziger Übergang in den Ostsektor. Bereits am 23. August 1961 sicherte ein Sonderkommando der amerikanischen Militärpolizei vor Ort die Fahrten von Angehörigen der Westmächte. Das Sonderkommando wurde schnell zu einer militärischen Dienststelle. Militärpolizisten aller 3 Westmächte klärten hier Militär- und Zivilangehörige über die Regeln des Übergangs auf. Ja, und auch die Touristen mussten hier über diesen Übergang gehen, Militär- und Zivilangehörige sowieso. Die Bauweise des Kontrollhäuschens sollte den provisorischen Charakter der Einrichtung ausdrücken. Der 1976 aufgestellte Industriecontainer ersetzte das hölzerne Wachhäuschen. Der hier ausgestellte Checkpoint Charlie war von 86 bis zu seinem Abbau am 22. Juni 1990 im Dienst. Dann schauen wir mal, was das Alliiertenmuseum sonst noch zu bieten hat. Das Alliiertenmuseum ist noch gar nicht so alt. Es stammt aus den 90er Jahren und wurde erst nach Abzug der Amerikaner hier aufgebaut. Von der Klee-Allee fällt dieser weiße oder beige Bau gleich auf. Outpost steht oben dran. Outpost, das ist das Kino der Amerikaner. Die US-Armee ließ dieses Kino hier im Stil der 20er und 30er Jahre bauen. 1953 wurde es eröffnet. Es hatte 750 Plätze und galt als eines der modernsten Kinos der US-Armee in Europa.
Vor jeder Kinovorstellung wurde hier die amerikanische Nationalhymne gespielt. Interessant ist dieses Schild. Es zeigt an, jetzt wird gerade die Nationalhymne gespielt, bitte draußen bleiben. Wer also zu spät kam, musste erstmal draußen stehen bleiben, bis die Nationalhymne zu Ende gespielt war. Das hier ist ein Blick in den Kinosaal, der heute Museum ist. Man sieht, noch hinten war die Leinwand und da, wo die Stühle waren, ja, die sind rausgenommen, da befinden sich heute Ausstellungsobjekte. Ja, in der Ausstellung, da geht es jetzt erstmal um das Ende des Zweiten Weltkrieges und um die Entnazifizierung. Interessant ist auch dieser Bereich hier, der sich um den Rundfunk handelt. Hier geht es um den RIAS Berlin, den Radiosender. Und man kann hier Tonaufnahmen von damals hören, unter anderem die Stimmen von Gerhard Löwenthal. Man kennt ihn vielleicht noch als den Moderator des ZDF-Magazins später. Und von Sami Drechsel, später ein ganz bekannter Sportreporter. Das da hinten sieht nach einem ganz alten Jeep aus. Jeep Willys MB, Baujahr 1944, restauriert 2017. Der Allradler Willys MB kam unter anderem bei Straßenpatrouillen im amerikanischen Sektor zum Einsatz. Schon interessant, so ein altes Fahrzeug zu sehen, das also wenige Tage, Wochen oder Monate nach dem Kriegsende hier durch Berlin gefahren ist. Uniformen sind hier ausgestellt. Sachen, die hier ausgestellt sind, gehören Lucius D. Clay. Das war der General der US-Armee, der von 47 bis 49 Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone war. Hier gibt es persönliche Sachen von amerikanischen Soldaten zu sehen, auch Fotos zum Beispiel von einer Hochzeit zwischen einer deutschen und einem amerikanischen Soldaten. Das hier ist für mich eines der faszinierendsten Stücke hier in der Ausstellung, nämlich ein Teil des Berliner Spionagetunnels. Um nicht erneut von Aktionen wie der Berliner Blockade von 48/49 überrascht zu werden, begannen der amerikanische und der britische Nachrichtendienst 1954/55 die Operation Stopwatch Gold. Ausgehend von einer US-Radarstation im Südosten von West-Berlin führte ein ca. 450 Meter langer Tunnel zu 3 Telefonerdkabeln, die von den sowjetischen Streitkräften in der DDR genutzt wurden. 11 Monate und 11 Tage lang wurden die Leitungen angezapft. Dabei konnten mehr als 400.000 Telefongespräche aufgezeichnet werden. Der britische Doppelagent George Blake verriet die Operation jedoch an die sowjetische Seite. Trotz des enormen Medienechos bei der Entdeckung im April 1956 geriet der Tunnel dann in Vergessenheit. Im Sommer 1997 gelang es dem Alliierten Museum, das Objekt zu lokalisieren und ein ca. 7 Meter langes Tunnelsegment zu bergen. 2005 folgte die Hebung eines weiteren Stücks. Es war das letzte noch existierende Element des Berliner Spionagetunnels. Ja, das ist dieses Stück jetzt hier im Original. Da ging es in ein Gebäude rein, dann runter in den Keller, dann kam dieser lange Gang. Es ging durch mehrere, ich glaube 2 Türen. Zum Schluss kam eine dicke Panzertür und dahinter lag dann der Raum, wo die Geräte standen, mit denen die Telefonleitungen angezapft wurden. Das war schon richtig Hightech für die damalige Zeit. Was hier natürlich nicht fehlen darf, das ist das für Berlin und für Deutschland wichtige Kapitel der Berliner Luftbrücke. Im Juni 1948 unterbrachen die Sowjets alle Land-, Schienen- und Wasserwege zwischen West-Berlin und den 3 westlichen Zonen. Nur der Luftkorridor blieb offen, deshalb starteten die 3 Westmächte eine Luftbrücke nach Berlin, um so die Stadt und ihre 2 Millionen Bewohner zu versorgen. Haupttragender dieser ganzen Aktion waren die Amerikaner. Aber auch die britische Armee war daran beteiligt, deswegen wird hier auf dem Außengelände das Luftbrückenflugzeug Hastings TG-503 gezeigt. Das war ein Flugzeug, mit dem Kohle transportiert wurde. Ja, das gibt's ja auch, ein Stück der Berliner Mauer und ein DDR-Wachturm.
In dem Turm drin steht ein rotes Telefon. Das ist ein Original. Dieses rote Telefon verband den letzten Oberbefehlshaber der ehemaligen sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, Generaloberst Bokalov, mit seiner vorgesetzten Stelle in Moskau. Dieser Waggon gehörte zur französischen Armee, der war auf der Strecke zwischen Berlin und Straßburg eingesetzt und brachte mehrmals wöchentlich Soldaten von Frankreich nach Berlin und wieder zurück. Das Wachhaus vom Checkpoint Charlie. Und hier das Kino Outpost. Das war's dann von mir hier aus dem Alliiertenmuseum in Berlin. Das Museum wird übrigens innerhalb der nächsten Jahre umziehen, und zwar nach Tempelhof. Eigentlich ist das schade, weil das Kino Outpost kann dabei nicht mitgenommen werden. Für heute war's das. In diesem Sinne, tschüss.